treibende Äste rausschneiden. Totholz erkennen und entfernen in schwindelnder Höhe, wo niemand so einfach hinkommt. Der Reiz ist, dass man draußen ist, dass man einen Job macht, der sehr aktiv ist. Ja, am Anfang ist es irgendwie für ein Kind in Anführungsstrichen im Spielplatz. Man kann eben von Stämmling zu Stämmling schwingen, hat dazu noch die verschiedenen Techniken. Jeder Schnitt sitzt. Benno Gottwald ist Baumpfleger. Er weiß genau, wie man einen Baum schneidet. Diesmal ist es eine Linde. Wir sind in Appenheim in Rheinhessen. Die Linde vom Turnverein des Ortes soll geschnitten werden. 16 Meter hoch ist sie. Ein Fall für Baumpflege Gottwald. So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Das ist Benno Gottwalds Motto beim Schneiden. Boah, wunderschön. Ja. Stamm- und Stockaustriebe, würde ich sagen, überschaubar, aber die paar kann man noch rausnehmen, sowas. Aber natürlich schöner Ort hier, stattlicher Baum. Über 120 Jahre alt ist die Linde. Jochen Knewitz-Dahlen vom Turnvereinsvorstand erinnert sich, dass der letzte große Schnitt rund 20 Jahre her ist. Das waren früher mal 2 Linden. Die eine stand hier so 4-5 Meter davon weg. Die ist dann, weil sie morsch war, auseinandergebrochen. Und in dem Zuge wurde der Baum dann halt einmal oben komplett gekappt. Was wichtig ist auf jeden Fall, dass man sich die Kappstellen selber anschaut mal. Ne? Das ist häufig der Fall, dass sich Fäulnis entwickelt. Ist klar bei großen Schnittstellen. Ja. Der Baum schafft es nicht, die Wunden zu verschließen. Ne? Das ist dann so ein Wettlauf um die Zeit, ne? Pilz gegen Baum. Und hier unten, ja, Lichtraumprofil wäre noch so eine Sache. Feuerwehrzufahrt, Parkplätze, ja, dass man hier ein bisschen was macht, ne, dass man auch hier durchkäme. Totholz entfernen und Kronenpflege. Da oben habe ich ein paar Äste gesehen, die sehr dicht aneinander wachsen. Das können dann auch Eintrittspforten für Pilze sein, ne, oder so, wenn die Äste aneinander reiben. Das wären so die Themen. Ne? Benno Gottwald will mit Seilen in den Baum klettern. Mit Wurfschnur und Wurfsäckchen versucht er, eine stabile Astgabel oben im Baum zu treffen. Ja, der sieht ziemlich gut aus. So, das ist in Ordnung, das passt. Pendeln, hin und her ziehen, bis das Seil an die perfekte Stelle gerutscht ist, den Ankerpunkt. Gut. Ja, jetzt bin ich an die dünne Wurfschnur, an die Pilotschnur, das dickere Seil, das Aufstiegsseil. So, Butterfly-Knoten. Am Aufstiegsseil befestigt Benno Gottwald ein zweites, das Rettungsseil, damit ihm im Fall der Fälle jemand zur Hilfe kommen könnte. Alles zusammen zieht er in den Baum ein. Für den sicheren Halt befestigt er es am Stamm. Die Kletterausrüstung trägt er am Körper. Genauso sein einziges Arbeitsgerät im Baum, die Handsäge. Am liebsten bin ich eigentlich einfach mit der Handsäge unterwegs. Man hat kein zusätzliches Gewicht am Gurt, man fühlt sich dadurch freier und
Ja, es ist auf jeden Fall auch ein saubereres Bild, Schnittbild. Die Sägezähne sind natürlich noch mal feiner als die Zähne der Motorsäge. Ziemlich schmales Sägeblatt. Ich würde sagen, das ist so die modernste Handsäge aktuell. Man kommt super in Astgabeln hinein und kann da sehr feine Arbeiten vornehmen. Und man hat trotzdem eine super, sehr leistungsstarke Säge. Die Fußsteigklemme ist ein Hilfsmittel für den leichteren Aufstieg. Sie blockiert einseitig beim Steigen ins Seil. Dazu noch ein mechanisches Klemmgerät. Jawohl, das sieht gut aus, das passt alles. Dann können wir loslegen. So. Ihr Name sagt es, die Linde hat lindes, vergleichsweise weiches Holz. Den Ast würde ich gerne herausnehmen, der wächst dort in den Lichtraum im Grunde schon hinein. Hier kann man ganz gut erkennen, wie man die richtige Schnittführung wählt. Man sieht hier ganz klar, wie das Gewebe verläuft. Bis hierhin verläuft das Stammgewebe und das sollte man partout nicht verletzen. Das heißt, man schneidet leicht schräg angewinkelt. Dazu mache ich 2 Schnitte oder 3 sind es vielmehr. So, Achtung. Und jetzt den finalen Schnitt. Vorsichtig, so dass nichts einreißt. Achtung. Und so passt das. Den schneide ich ebenfalls noch raus, leicht schräg angewinkelt. Achtung! Der Achtung-Ruf vor Abwurf ist Pflicht für jeden Baumpfleger. Zur besseren Hörbarkeit haben wir ab hier die meisten Rufe rausgenommen. Okay, ich würde dann hier oben weitermachen, hier rüber gehen. Thema Lichtraumprofil. Über den Parkplätzen die Äste von unten zurückschneiden, das ein bisschen anheben und anpassen zu dem Weg. Das Lichtraumprofil ist der astfreie Raum unter dem Baum. In der Regel sollte über Gehwegen eine Höhe von 2,50 Meter und über Straßen eine Höhe von 4,50 Meter frei sein. Ich schneide jetzt hier in 3 Schritten, dass mir das Gewebe nicht einreißt beim Schnitt und hier unten das Stammgewebe verletzt. Das wollen wir natürlich verhindern. Dementsprechend ein Schnitt von unten, einer von oben. Und dann kommt hier der letzte und dann ist das auch okay so. So, das ist in Ordnung. Dann sehen wir hier unten jetzt wieder Äste, die sehr weit hinunterragen. Da müssten wir wahrscheinlich einen etwas kräftigeren Schnitt machen. Zusätzlich zum langen Seil sichert sich Benno Gottwald vor jeder neuen Arbeitsposition mit einem kurzen, die Kurzsicherung. Zunächst mal bereite ich den Schnitt vor. Hier wollen wir am Ende schneiden und dann ist es nicht so entscheidend, ob er hier einreißt oder nicht in dem Bereich. Deshalb kann ich hier direkt schneiden und festhalten. Hier ebenfalls. Dann setze ich hier den entsprechenden Schnitt. Man schneidet generell immer auf einen Versorgungsast, der die Versorgung des restlichen übrig bleibenden Astes übernimmt. Dort auch wieder entscheidend der Schnittwinkel, nicht gerade, leicht schräg, da der untere Bereich absterben wird, weil er nicht versorgt wird. Ja, dort können wieder Pilze eindringen, deshalb leicht schräg das Ganze. Das mache ich jetzt mal. Ich fange an zu schneiden, halte ihn dann noch mal fest und mache dann den Rest.
So passt das. Achtung. Den nehme ich auch noch raus. Wenn es die Maßnahmen und Sicherheitskriterien zulassen, klettern wir die meisten Bäume. Dann habe ich einen Blick von innen in die Krone hinaus und kann mir ein besseres Bild machen, was zu tun ist. Ja, ich würde schon sagen, man spürt auch ein Stück weit dadurch den Baum eher und merkt die Schwingung, merkt, wie sind die Belastungsverhältnisse auf den einzelnen Ästen. Und ja, der Ankerpunkt, an dem im Grunde mein Leben dranhängt, ist im Baum gewählt natürlich, oben im oberen Drittel. Und dementsprechend baut man schon während des Schnittes eine Art Beziehung auf mit dem Individuum Baum. Dann haben wir hier einer der dickeren Totholzäste im Baum, den man auf jeden Fall entnehmen muss, entnehmen sollte. Ich sichere mich noch kurz. Ich nehme mal an. Ja, ne, so leicht geht es dann. So, Achtung da unten. Achtung. Gut. An der Stelle kann man ganz gut erkennen, was in den meisten Fällen sogar passiert, wenn man Bäume kappt. Also man hat in der Vergangenheit einen sehr großen Schnitt vorgenommen. Hier war es im Grunde die gesamte Spitze von diesem Stämmling. An der Stelle hat der Baum es nicht geschafft, die Wunde zu überwallen, von außen nach innen zu schließen, über die sogenannte Cambiumschicht hier außen und von innen eine Abschottung zu bilden, durch die der Pilz eben nicht durchdringen kann. Hier ist der Baum nicht hinterhergekommen schnell genug, ne, und es hat sich hier durch Fäulnis der Holzkörper in Teilen aufgelöst. Also es geht hier relativ tief hinein, einige Zentimeter. Ne. Hier unten ist es auch relativ weich, das Gewebe. Zusammengefasst würde bedeuten, dass diese Äste an der Stelle bei so einer Entwicklung bruchgefährdet sind. Das ist das große Thema bei den Kappungen, diese sogenannten Ständer, man nennt sie auch so Klebeäste, sind hier außen nur verwachsen, so kann man sich es vorstellen, und eben nicht mit dem Holzinneren verwachsen, wie das ein natürlich gewachsener Ast ist. Bei so einem Wuchs ist es sinnvoll, die Spitzen einzukürzen, was hier sogar in dem Fall in der Vergangenheit schon gemacht wurde. Also hier wäre er eigentlich weitergewachsen. Hier ist ein Schnitt geschehen und dadurch nimmt man ihm natürlich Gewicht einfach und auch oben Windangriffsfläche. Und ja, der Baum kommt mit so einer Situation klar. Unter normalen Bedingungen sind solche starken Schnitte in keinem Fall fachmännisch. Benno Gottwalds Route in der Linde geht gegen den Uhrzeigersinn. Wechsel von Stämmling zu Stämmling. Jeden Stämmling geht er von unten nach oben oder andersrum ab und guckt auf seinem Weg, was zu tun ist. So, hier haben wir noch ein paar Totäste, kleinere, aber können wir noch mit rausnehmen. Okay, der Rest sieht gut aus hier an der Stelle. Da reibt nichts. Es sind nur kleine Spitzen, die sich berühren. Jetzt habe ich mir jetzt von der Kletterroute her überlegt, hier unten weiterzumachen. Kann man sich vorstellen, wie ein Kuchenstück, diesen Bereich würde ich jetzt bearbeiten. Und dazu ist es angenehmer, mich hier neu zu ankern. Kletterseil abziehen. Um den Baum beim Ankern nicht zu verletzen, verwendet der Baumpfleger einen Cambiumschoner. Ein kurzes Seil mit Rolle, in der das Kletterseil läuft.
Cambium ist das äußere Baumgewebe, über das das Wachstum stattfindet. Gut, dann muss ich auf die andere Seite kommen. Ja, dann haben wir hier einen sehr ausladenden Ast, waagerecht und ausgerechnet an dieser Kappungsstelle direkt dran. Die ist zwar sehr gut überwallt, allerdings würde ich einfach als kleinen Sicherheitspuffer diesen Ast leicht einkürzen. Kann man vielleicht auch die Kastanie im Hinterkopf haben, die dann dadurch vielleicht ein bisschen mehr Licht bekommt. Licht und Freiraum für die junge Kastanie, die sich im Schatten der Linde behauptet. Benno Gottwald ist gelernter Gärtner und hat Gartenbaumanagement studiert. Während seines Studiums hat er erste Kurse zur Seilklettertechnik absolviert und dann verschiedene Prüfungen zum Baumpfleger gemacht. Wenn er schneidet, ist er immer pro Baum eingestellt. Nie würde er nur der Optik wegen schneiden. Man kann dem Baum schon etwas zutrauen. Ich würde generell immer nur das einzig Nötige tun und keine übertriebenen Maßnahmen vornehmen, die nicht nötig sind. Aus ästhetischer Sicht versucht er den Schnitt unauffällig zu gestalten. Schnittlängen anzugleichen, keine Kanten entstehen zu lassen. Damit schneidet er sozusagen aerodynamisch, verhindert Windangriffsflächen. Alles klar, dann kann man das hier ein wenig anpassen zu dem Schnitt. Den kann ich noch rausnehmen. Die sind auch relativ eng hier an der Stelle. Dieses Mal ist Benno Gottwald unten zum nächsten Stämmling übergewechselt. Auch in diesem Baumviertel will er Äste entfernen, um die Kastanie zu entlasten. Nach vielen Astschnitten steht die Linde wieder in einem einheitlichen Bild da. Und die Kastanie hat Licht und Platz zum Wachsen. Oh, hier sehe ich, was ist das? Okay, das ist schon eingewachsen, ein Stück Draht. Ja, den sollten wir rausnehmen. Ja, sowas schnürt den Baum ein an den Stellen und kann natürlich zu Problemen führen. Aufstieg am dritten Stämmling. Hier sieht man die alte Kappstelle und auch hier einen alten, relativ großen Schnitt, der im Laufe der letzten Jahre überwallt wurde. Ja, der Baum ist einfach sehr vital. Das ist nicht normal, ja, dass das so gut funktioniert. Sehr wüchsig, die Linde, einen guten Standort. Das ist super, das ist eher die Ausnahme. Gut, der ist abgestorben. Den nehmen wir raus. Achtung! Also an dieser Stelle hier kann man sehr gut den Astring erkennen, wonach sich die Schnittführung richtet im Baum. Und zwar schneidet man leicht schräg nach unten, also nicht stammparallel, das wäre so, sondern leicht versetzt, dem Astring nach und versucht, das Gewebe hier außen vom Stamm nicht zu verletzen. Das ist ganz wichtig, darauf kommt es an, weil von hier außen heraus
der Baum die Wunde verschließt über Wald. So passt es. Ja, hier sieht man sogar ganz gut eigentlich, wenn man sich das hier drüber mal anschaut, dass da womöglich die Schnittführung in der Vergangenheit nicht ganz korrekt war. Und hier an der Seite, hier hinter, hier ist noch Borke, hier hinter schafft er es nicht, über diesen Stummel hinwegzukommen. Benno Gottwald wechselt zum letzten Stämmling. Diesen Ast würde ich gern rausnehmen. Achtung! Kronenpflege. Reibende Äste entfernen, sodass keine offenen Stellen als Eintrittsmöglichkeit für Pilze entstehen können. Wechseln des Ankerpunktes, Kletterseil abziehen. Cambiumschoner anbringen, Kletterseil neu einführen und befestigen. Hier haben wir eine alte Kappungsstelle, die noch nicht verschlossen ist. Man sieht einen Hohlraum, da kann ich sogar die Säge ein Stück weit hineinstecken. Der Ast verläuft hier waagerecht an der Stelle, dort noch einige Meter in die Höhe und wir haben schon einen gewissen Hebel hier an der Stelle und sollten diesen Hebel eingrenzen, ein bisschen reduzieren, indem wir die Spitzen jeweils einkürzen. Moderat pflanzenverträglich. Benno Gottwald plant eine Kronenteileinkürzung, damit auch bei starkem Sturm keine Äste abbrechen und Schaden anrichten können. Hoch und rein in die Krone. Und noch was entdeckt. Dazu kommt, dass wir hier an der Stelle einen Druckzwiesel haben. Wir haben hier einen Ast, der nicht optimal angewachsen ist, mit einer eingewachsenen Rinde hier an der Stelle. Die bewirkt, dass die Äste durch das Dickenwachstum sich gegenseitig auseinanderdrücken. Und das würde bedeuten, als zusätzlichen Grund, diese Äste einzukürzen, um ein Ausbrechen zu verhindern. Hier hätten wir noch einen Ast, der hier bereits reibt, der hier bereits gegendrückt, mehr Druckstellen. Den sollten wir auf jeden Fall ebenfalls hier rausnehmen. Achtung! Dann würde ich diese Spitze herausnehmen. Achtung! Die ersten 2 der 3 Schnitte sind immer versetzt. Eine Sicherheitsmaßnahme, damit die Säge nicht drin klemmen bleibt und mit dem Ast runterfällt. Die Herausforderung bei der Kronenteileinkürzung: gleichmäßig schneiden, ästhetisch ansprechend, aber eben nicht nur der Ästhetik wegen.
Man versucht an dieser Stelle dann auch einen einheitlichen Schnitt hinzubekommen, dass andere Kronenpartien nicht wahnsinnig weiter hinausragen und dadurch eine größere Windangriffsfläche bilden. Viele Schnitte später. Gut, dann sind wir hier im oberen Bereich durch. Das passt soweit. Dort eingekürzt. Kronenpflege hier und dort. Und machen hier in dem unteren Bereich weiter. Den Stämmling wieder runter. Benno Gottwald sorgt auch hier fürs entsprechende Lichtraumprofil über dem Bürgersteig und den Parkplätzen. Wieder muss die Linde einige Äste lassen. Dann ist es fast geschafft. Jawohl. Schön. Ich denke, die Pflege des Baumes, der Rückschnitt, ist im Grunde nicht zu ersetzen durch eine Maschine. Ja, wie an der Autobahn mit den großen Schneidwerkzeugen, die dort unterwegs sind. Das sind baumzerstörende Maßnahmen. Also das verkürzt die Lebensdauer des Baumes. Und insofern bin ich mir sicher, dass das schon der Mensch machen muss. Letzte Bodenarbeiten für Benno Gottwald. Die kleinen Äste, die nach unten wachsen, entfernt er mit der Teleskopastschere. Gut. Ja, das reicht aus hier auf der Seite. Folgen die Aufräumarbeiten. Der Schnitt wird direkt vor Ort klein gehäckselt. Für Benno Gottwald und seinen Helfer geht ein Arbeitstag zu Ende. Und der Turnverein Appenheim kann sich über eine frisch frisierte Linde freuen. Benno Gottwalds Empfehlung: Kontrolle des Baumes in einem Jahr plus eingehende Untersuchung wegen der Kappstellen und möglicher Fäulnisentwicklung. Erstmal freut er sich aber, dass er die über 120 Jahre alte Linde nicht zu stark zurückschneiden musste. Auf jeden Fall ein gutes Gefühl, den Baum zu sehen nach getaner Arbeit. Das macht dann schon Spaß, auf jeden Fall. Und das ist harmonisch geworden hier bei dem Baum. Wir haben das Totholz entfernt, Lichtraum geschnitten, Teile eingekürzt, die Krone gepflegt. Und ist das einheitlich, ist das gut. Ja, fachlich korrekt und ästhetisch okay. Da der Baum vital ist, ja, wird er die kleinen Schnittstellen oder auch bei den Einkürzungen, die Schnittstellen, die etwas größer sind, aber auch völlig baumverträglich, denke ich, einfach und gut verschließen können und wird das gut vertragen. 16 Meter hoch, schick frisiert und trotzdem noch kahl wie ein Baby. 2 Wochen später. Die mehr als 120 Jahre alte Linde des Turnvereins Appenheim zeigt sich in ihrem schönsten Gewand. Und auch, dass ein gelungener Baumschnitt quasi unsichtbar bleibt. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.